Eine neue Karre muss her und diesmal soll es endlich eine elektrische sein. Denn der alte BMW ist in die Jahre gekommen und Verbrennerfahren ist ja irgendwie sowas von 90s. Also cool soll er sein. Wie wäre es da mit dem ID. Buzz, der elektrischen Neuauflage des Bulli? Schick ist auch der Fisker Ocean, ein Newcomer aus den USA mit dänischen Wurzeln. Eine Alternative? Oder greifen wir zu einem jungen Klassiker, die Model Y von Tesla. Nochmal Gas. Männer und ihr Auto, das ist ein Thema für sich. Und in der Midlife-Crisis gilt das ganz besonders. Denn wenn es im Rücken knackst, die Haare langsam licht werden und es mit der Potenz auch schon mal besser lief, kurzum, wenn das Leben schon mal insgesamt cooler war, dann bleibt immer noch der Spaß am Autofahren. So war das zumindest bisher. Denn zu dumm, die Zeiten ändern sich. Und wenn man nicht völlig an der Realität vorbeischrammt, dann erkennt man an, dass die Klimakrise real ist und dass sich etwas ändern muss. Und am besten fängt man bei sich selbst an, bevor andere einen berechtigterweise dazu zwingen. Muss man deshalb komplett enthaltsam leben, also Tempo 130 und Co.? Nein, das glaube ich nicht. Aber was ist dann die Alternative? Vor allem für den alten weißen Mann jenseits der 50, der zwischen Darmspiegelung, Prostata-Untersuchung und Genderdiskussionen schon völlig verunsichert am Rand steht. Warten auf Wasserstoff? Oder doch zu einer Elektrokiste greifen, auch wenn die nicht so schön rührt wie der alte, tiefer gelegte Dreier. Ich selbst beschäftige mich seit über 13 Jahren mit Elektromobilität. 2011 investierten meine Frau und ich unsere Ersparnisse in eine kleine Elektroautomanufaktur namens Tesla, was damals wie eine Schnapsidee erschien und uns viel Kopfschütteln bei Freunden, Bekannten und in der Familie bescherte, entpuppte sich später als bestes Investment, das man zu jener Zeit überhaupt machen konnte. Denn die Tesla-Aktie ging durch die Decke. Ganz am Rande, das ist einer der Gründe, warum wir uns dieses YouTube-Projekt überhaupt erlauben können. Fun Fact: Obwohl oder vielleicht auch weil wir gutes Geld mit Tesla verdient haben, haben wir bis dato nie einen Tesla gekauft. Im Gegenteil, mit Teilen des Gewinns haben wir stets einen neuen BMW erstanden. Denn die damalige Modellauswahl passte einfach nicht für uns. Aber nun haben wir 2023. Klimakrise und Benzinpreiserhöhungen sind Alltag. Und anders als zuvor gibt es inzwischen eine echte Alternative an E-Autos. Welche Aspekte für uns als fünfköpfige Familie entscheidend sind, welche 3 Modelle für uns in Frage kommen und was wir in Showrooms und Testfahrten erlebt haben, sowie welches Modell es nun werden wird. Heute bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Eines gleich mal vorab. Ich bin zwar Tech-Journalist und beschäftige mich nun schon seit einigen Jahren unter anderem auch mit Elektroautos. Aber deshalb werde ich nun nicht zum Autotester mit Specsheet mutieren. Andere machen das bereits und zwar sehr, sehr gut. Wer sich für Elektroautos interessiert, dem empfehle ich einige sehr gute Spezialkanäle bei YouTube. Hier unten in der Beschreibungsliste werde ich sie verlinken. Umso mehr nehme ich euch gern mit auf unserem ganz persönlichen Weg zum E-Mobil. Und dieser hängt aus meiner Sicht ganz wesentlich davon ab, was man bisher gefahren und gewohnt ist. Wie bereits vorhin erzählt, wir haben erstmals 2011 in Tesla investiert, also sehr früh, bereits wenige Monate nach dem Börsengang. Tesla hatte damals noch gar kein eigenes Modell im Sortiment, sondern verbaute seine Batterien in Karosserien von Lotus. Crazy stuff. Aber wir fanden das irgendwie cool, als Elon Musk damals in einer Reportage über seine Ideen sprach und einen Angriff auf die Platzhirsche in der Branche ankündigte. Solch ein Ego muss man erstmal haben. Die damalige Grundidee, ein Fahrzeug bauen, das nicht als spaßbefreites Ökoauto daherkommt, sondern auch die Leute mit Benzin im Blut abholt. Also Leute mit Freude am Fahren, wie es so schön bei BMW heißt. Kurzum, ein Wagen für Menschen wie mich. Wenige Jahre später, nach einer ewig andauernden Durchstrecke bei Tesla, kam dann das Model S auf den Markt. Das Spitzenmodell von Tesla und vor allem das erste eigene Modell. Das hatte so einige Problemchen und war damals für unsere Gehaltsklasse einfach zu teuer. Weshalb wir nach der Geburt unserer ersten beiden Kinder einige Tesla-Aktien verkauften und uns einen Dreier Touring von BMW zulegten. Der passte einfach besser. Mit der Geburt unseres dritten Kindes 2016 griffen wir trotz unserer gedanklichen Nähe zu Tesla erneut zu BMW. Diesmal wurde es ein Zweier Grand Tour. Denn dieses Modell zählt zu den wenigen Modellen aus deutschen Landen, bei denen auf der Rückbank 3 Kindersitze Platz finden. Also leider erneut kein Tesla. Zumal das massentaugliche Model 3 noch auf sich warten ließ. Als es 2019 mit einiger Verzögerung auch nach Deutschland kam, haben wir es ausprobiert. Allerdings war schnell klar, für 5 Personen ist es auf jeden Fall viel zu klein. Dann also warten auf das familientaugliche Model Y. Erstmals angekündigt hatte man dieses im Jahr 2017. Doch erst 2020 lief die Produktion so richtig an. Und dann kam die Pandemie, weshalb wir weiterhin warteten. Zumal Tesla zwar schon seit ewig langer Zeit ein selbstfahrendes Fahrzeug ankündigt, doch bis heute, zumindest in Europa, in dieser Hinsicht nichts hinbekommen hat. Zugegeben, eine kleine Enttäuschung.
Enttäuschung. Bei mir persönlich rutschte dann auch noch mein Burnout dazwischen. Einige Dinge halfen mir aus der Krise, wie ich an anderer Stelle schon erwähnt habe. Der Jobwechsel, Disco- und Hausmusik und eben Roadtrips mit dem eigenen Wagen. Ja, Roadtrips. Andere meditieren und gehen wandern. Ich fahre gern in der Gegend rum und entspanne ganz wunderbar, wenn ich mir hinter dem Lenkrad neue Regionen erschließe. Daher auch die Idee mit dem Roadtrip nach Ibiza. Aber wenn man nicht völlig weggetreten ist und einen Hauch Verantwortungsbewusstsein in sich spürt, dann muss man sich eingestehen, dass Roadtrip-Reisen und Benzinverbrennen anno 2023 so nicht mehr gehen. Ist halt so. Daher meine Entscheidung, der BMW soll weg. Und nach über 12 Jahren Beschäftigung mit Elektromobilität soll es nun endlich auch bei uns ein E-Auto werden. Ja, auch dieses verbraucht Ressourcen und Energie. Und ja, der Strom in Deutschland stammt nach wie vor häufig aus fossilen Quellen. Aber ein E-Auto ist ein Anfang in den Ausstieg. Und jedes E-Auto, das einen Verbrenner ersetzt, ist ein Schritt nach vorn. Am Rande, wer an dieser Stelle auch noch gern über E-Fuels und andere Hirngespinste diskutieren mag, soll das gerne tun, aber bitte nicht hier. Technologieoffenheit, ja, nichts dagegen. Sollte ein Erfinder eine tolle Idee haben, wie man Wasserstoff energieeffizient herstellen kann, um aus diesem dann ebenfalls energieeffizient E-Fuels herzustellen. Aber okay, lassen wir das. Ist alles Blödsinn. Also besser zurück zum Thema. Was für einen Wagen brauchen wir? Was sind unsere und meine Anforderungen? Erstens, das Auto sollte eine ausreichende Akkukapazität haben, sodass man nicht ständig nachladen muss, insbesondere auch im Winter. Zweitens, das Laden sollte schnell und unkompliziert funktionieren. Drittens, 3 Kinder sollten auf der Rückbank Platz finden. Bei uns zum Glück nicht mehr mit 3 Kindersitzen, sondern nur noch mit einem. Viertens, Topspeed sollte sich nicht unwesentlich von dem unterscheiden, was wir gewohnt sind. Heißt, das Gerät soll auch schon mal über 200, im Normalfall so zwischen 160 und 170 fahren können. Fünftens, sehr wichtig, die Lieferzeit sollte absehbar sein. Sechstens, die Software inklusive In-Car Entertainment sollte durchdacht und innovativ sein und im Ganzen einfach gut funktionieren. Siebtens, der Wagen sollte alltagstauglich sein. Heißt, genügend Stauraum sowohl für Einkäufe als auch für den Urlaub bieten und dennoch so handlich sein, dass man mit ihm ohne Probleme durch die engen Straßen in Münchens Innenstadt manövrieren kann. Achtens, der Wagen sollte auch für Roadtrips geeignet sein. Heißt, ausreichend Raum bieten, um sich auf einer langen Strecke auch mal für einige Stunden hinzulegen. Neuntens, das Design sollte ansprechend sein. Heißt, nicht völlig futuristisch, aber schon den Eindruck vermitteln, dass man etwas Neues besitzt. In den zurückliegenden 2 Jahren haben wir all das mehrfach gegeneinander abgewogen und diverse Autos in Betracht gezogen. In der engeren Auswahl stehen nunmehr 3 Modelle. Das Model Y, der neue Platzhirsch von Tesla, der ID. Buzz von Volkswagen, der elektrische Nachfolger des ikonischen Bullis, sowie der Fisker Ocean, das erste Fahrzeug des amerikanischen Newcomers Fisker, dessen Chef Henrik Fisker, ein gebürtiger Däne, einst für BMW und Aston Martin als Designer tätig war. Aber der Reihe nach. Ähnlich wie Tesla haben wir die elektrischen ID-Modelle von Volkswagen schon länger auf dem Radar. Während uns die kleineren Modelle à la ID.3 Co. nicht sonderlich vom Hocker reißen, hat es uns der ID. Buzz schon seit einiger Zeit angetan. Deshalb sind wir ihn kürzlich auch Probe gefahren. Unser Resümee: Form und Design sind besonders und sprechen uns an. Die Akkukapazität fällt vergleichsweise gering aus. Und wenn man den Berichten etlicher Tester und Eigentümer Glauben schenkt, dann kann es insbesondere im Winter etwas knapp werden. Das ist nicht so prall. Platz bietet der ID. Buzz dagegen mehr als genug. Die Kinder können problemlos in der hinteren Reihe sitzen und im Kofferraum kann man etliche Koffer und anderen Kram transportieren. Kein Problem. Mit Hilfe der umklappbaren Rückbank kann man den hinteren Bereich auch in eine Liegefläche verwandeln. Kein Wunder, dass so viele auf eine California Camper Variante des ID. Buzz warten. Zugleich ist der ID. Buzz aber kein Leichtgewicht. Ja, er ist ein kleiner Bus und somit kein Sportwagen. Aber eine Höchstgeschwindigkeit von 145 ist für mich dann doch ein wenig zu knapp bemessen. Wobei ich während der Testfahrt festgestellt habe, dass ich mit diesem Wagen auch gar nicht mal zwingend schneller fahren möchte. Denn obwohl der Wagen für ein so großes Fahrzeug recht gut auf der Straße liegt, fährt er sich dennoch anders als eine Limousine. Mehr cruisen als heizen, sodass man bei Tempo 140 das Gefühl hat, in einer geschossartigen Junke zu sitzen. Da scheint es fast gut, dass der Wagen ab Tempo 145 runtergeregelt ist. Zur Software kann ich nach einigen Stunden Testfahrten nicht allzu viel sagen. Dazu müsste man wohl länger mit dem Wagen unterwegs sein. Das Urteil berufener Tester fällt allerdings eher durchwachsen aus. An diesem Punkt sind wir also eher vorsichtig. Am Ende lassen uns 2 Aspekte eher ratlos zurück. Da ist zwar eine Lieferzeit von 8 bis 12 Monaten, unter ungünstigen Umständen sogar noch länger, wie mir der Händler erläuterte. Und dann ist da der Preis. Sofern man, wie wir, gern alle wesentlichen Assistenzsysteme an Bord haben möchte, zahlt man mindestens 80.000 Euro. Das ist viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man eine kleine Ewigkeit auf den Wagen warten muss und maximal Tempo 145 fahren kann. Das tolle Design und das üppige Raumangebot können darüber leider nicht hinwegtäuschen.
Es wird ja auch noch eine stärker motorisierte GTX-Variante des ID.Buzz folgen, aber statt heute gibt es sie nicht. Und wenn sie denn kommt, wird sie kaum günstiger als das Premierenmodell sein. Unser Interesse geweckt hat ebenfalls der Fisker Ocean. Dass der Firmenchef einst bei BMW und bei Aston Martin fürs Design zuständig war, sieht man dem SUV an. Ein rundum gelungenes Paket. Mit einigen Extras wie einem Solarpanel auf dem Dach oder kleinen Tischen für Fahrer und Beifahrer, die man ausklappen kann. Oder auch das Heckfenster, das man wie die Seitenfenster runterfahren kann. Das sind tolle neue Ideen, die unser Interesse wecken. Zumal eine Reichweite von rund 700 Kilometern und ein Einstiegspreis von rund 41.500 € gelistet sind. Was allerdings etwas stutzig macht, die Serienproduktion ist angelaufen, die Zulassung für Europa liegt vor und die ersten Modelle sind an Kunden in Fiskars Heimat Dänemark sogar schon ausgeliefert worden. Doch Testfahrten scheint es, statt Anfang Juni 2023, nicht zu geben. Weder für professionelle Autotester noch für potenzielle Kunden. Lediglich eine Berichte von Testfahrten im Prototyp kann man im Netz finden. Seltsam, oder? Kurzum, ein interessanter Wagen. Bei Magna in Österreich sicherlich gut gefertigt. Doch wer mag sich das Modell eines Newcomers so gänzlich ohne Testberichte und eigene Testfahrt kaufen? Wir zumindest nicht. Tut uns leid. Bleibt also Tesla, der E-Auto-Pionier, der sein Model Y inzwischen auch in Grünheide bei Berlin produziert und aktuell 5000 Autos pro Woche vom Fließband laufen lässt. Tunnelt man sich einige Zeit in den einschlägigen Nutzer- und Interessentenforen, kommt man zu dem Schluss, dass man Tesla nur lieben oder hassen kann. Spielraum dazwischen scheint es einfach nicht zu geben. Die Fanboys freuen sich, dass da jemand ist, der den etablierten Verbrennermarken das Fürchten lehrt. Volle Akkuleistung, das hauseigene Supercharger-Ladenetz, das ungewöhnliche Innenraumdesign. Einem echten Fanboy gefällt eigentlich fast alles. Die Hater lassen dagegen kaum ein gutes Haar. Und Themen, an denen sie sich reiben können, scheint es viele zu geben. Die Produktionsqualität sei im Vergleich zu deutschen Qualitätsmarken ein Grauen. Dies ist vor allem am Anfang. Wer seinen neuen Wagen ohne Übergabeprotokoll entgegennehme, sei naiv, da die Qualität der Fahrzeuge allzu häufig Fragen offen lasse. Zudem sei der Service generell schlecht. Dass Tesla inzwischen auf Radarsensoren verzichtet, sodass die Park Distance Control nunmehr nur noch auf Basis der Kameras funktioniert, sorgt ebenfalls für Diskussionen. Und die Story vom selbstfahrenden Tesla, die Gründer Elon Musk bereits seit Jahren erzählt, ohne tatsächlich zu liefern, erzählt zu manchen erheblich. Das alles müsste einen eigentlich abschrecken. Und dennoch verkauft sich insbesondere das Model Y wie geschnitten Brot. Wie ist das möglich? Nun, eine Testfahrt zeigt deutlich, warum so viele Autofahrer, die sich für ein E-Auto interessieren, bei Tesla landen. Einfach gesagt, man merkt, dass Tesla viel Erfahrung im Bau eines E-Autos gesammelt hat und gegenüber anderen Herstellern einen entsprechenden Vorteil hat. Akkutechnik, Software und das Auto selbst sind gut aufeinander abgestimmt. Es passt einfach. Das Ding funktioniert wie ein iPhone und es ist geräumig, sowohl für Fahrer und Beifahrer als auch für die Kinder im Fond. Und Gepäck kann man ebenfalls einiges zuladen, im Kofferraum oder auch vorne, wo bei anderen Wagen der Motor sitzt. Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist die sehr einfach gehaltene Modellauswahl. Man entscheidet sich zu Beginn für eine von 3 Varianten. Das Standardfahrzeug steht für eine weitgehend normale Reichweite von bis zu 450 Kilometern, einer Maximalgeschwindigkeit von 217 und einer Beschleunigung von 6,9 von 0 auf 100. Wer mehr Reichweite möchte, zahlt einige 1000 € mehr und greift zum Long Range, der auf dem Papier bis zu 533 Kilometer fährt. Und wer richtig Gas geben will, nimmt das Modell Performance, das in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 kommt. Nach der Auswahl unter diesen 3 Varianten wählt man noch eine von 5 Außenfarben und entscheidet, ob man innen lieber weiße oder schwarze Bezüge haben möchte. Optional kann man auch noch die Felgen tauschen, ein Winterreifenpaket buchen und eine Einhängerkupplung dazu nehmen. Theoretisch kann man auch noch den Standard-Autopilot durch den Enhanced Autopilot oder das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren ergänzen. Das macht derzeit allerdings kaum jemand, da das autonome Fahren hierzulande noch nicht vollumfänglich verfügbar bzw. erlaubt ist. Der Markt kann das aber auch noch später per Software-Update dazu kaufen. Das war's dann auch schon. Keine 1000 weiteren Sonderpakete, die bei anderen Herstellern stets für Verwirrung sorgen, da man das eine nur mit dem anderen buchen kann. Zum Glück hat Tesla diesem Wahnsinn ein Ende bereitet. Uns gefällt das. Und dann gibt es dann noch 2 andere gute Argumente, die viele Bedenken beiseite wischen. Ein Tesla Model Y kostet in der Basis gerade mal 45.000 € und ist heute bereits in wenigen Wochen, wenn nicht gar Tagen, verfügbar, während andere Hersteller Lieferzeiten von bis zu 12 Monaten oder noch länger prognostizieren. Wie werden wir uns also entscheiden? Model Y, ID.Buzz oder vielleicht doch der Fisker Ocean? Ihr habt es sicherlich schon bemerkt, am Ende fällt die Entscheidung recht einfach. Tesla hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, kann schnell liefern und hat in den zurückliegenden Jahren enorm viel Erfahrung in Sachen Elektromobilität gesammelt, die andere so nicht vorweisen können. Bei uns läuft somit alles auf ein Model Y hinaus. Wie schaut es bei euch aus? Spielt ihr ebenfalls mit dem Gedanken, auf Elektro umzusteigen? Welche Modelle schweben euch so vor? Teilt eure Überlegungen gern unter diesem Video in der Kommentarspalte mit. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Like hinterlassen würdet. Oder noch besser, ihr abonniert gleich den Kanal. In diesem Sinne, bis demnächst bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis.